여러분, Nikimida. Hallo Leute, Niki wieder hier. Ich dachte, ich nehme euch heute einfach wieder mal mit. Einen kleinen Alltagsvlog, was ich heute so unternehme, was ich auch esse. Und ich möchte euch natürlich alles so ein bisschen zeigen. Deswegen sind wir jetzt gerade in Huehua oder auch Teangno. Nochmal so. Leute, ich habe hier irgendwie so eine ganz süße Bäckerei gefunden, die heißt Alpaca. 튀김만 먹고 싶다면서. 알지? 밥 먹고 싶다 안 그랬나? 아니야, 튀김만. 이거 충분하겠지? 로제 떡볶이, 오뎅튀김, 만누 dabei, 김말이, 뭐뭐? 두부인가? 어쨌든 맛있겠다. Wir haben jetzt noch Kulpis dazu bestellt, weil das zu scharf ist. Es ist so eine Art, ich weiß nicht, Joghurt, riesig Joghurtgetränk. Kann man das nennen? Und das hilft echt bei der Schärfe. Also wenn es für euch zu scharf ist, bestellt gerne Kulpis. Das trinkt man allgemein sehr oft zu Tteokbokki. Nicht direkt die Uni, das ist hier das Hongyungwan Myeongyungdan. Hongyungwan Myeongyungdan, so komplizierter Name. Hier, ein Hanja kann ich lesen, Tae. Deswegen erkläre ich meinen Schülern immer, die Hangul lesen, dass sie das Tier nicht so komisch schreiben sollen, weil das dann genau wie dieser Buchstabe in der Reihe aussieht. Also ich glaube, da hinten, wo ihr diese etwas moderneren Gebäude seht, das ist, glaube ich, die Songyungwan-Derke, die Songyungwan. Wir gehen uns jetzt noch mal ein bisschen mehr Huehua, also Teangno, anschauen. Wir waren da auch noch nicht. Ich werde dann wieder so ein bisschen was für euch aufnehmen. Bis gleich. Zur Zeit ist Hanguru. Einfach zuckerglasierte Früchte, genau wie auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist halt sehr, sehr beliebt. endlich wirklich in Teangno. Und es gibt sehr viele Theater, also so kleine Theater.
Und auch Musicals und Theaterstücke natürlich. Das kann man sich halt hier alles anschauen und auch Tickets buchen. Für Leute, die sich gern Theaterstücke anschauen, kann ich Diagno auf jeden Fall auch empfehlen. Also in einigen Cafés und Restaurants gibt es auch einen Rabatt, wenn man ein Theaterticket hat. Also wenn ihr euch was anschaut und danach hier was essen oder trinken möchtet, fragt am besten mal nach. Das steht meistens draußen, dass sie dann einen Rabatt anbieten. Wir fahren jetzt nach Gwanghwamun, also zu dem großen Gwanghwamun-Platz, wo es auch den Gyeongbokgung, den großen Palast gibt, weil ich da einmal zum Kyobo-Mungo möchte. Da gibt es einen ganz, ganz großen Bücherladen und ich als Koreanisch-Lehrerin, aber natürlich auch Koreanisch-Lernende, möchte da einfach mal so ein bisschen schauen, was es für neue Bücher gibt. Genau, ich möchte euch mal so ein paar Bücher empfehlen und zeigen, welche Bücher denn so ganz gut sind für Koreanisch-Lernende. Sehr, sehr gute Reihe, die ich empfehlen kann, ist die Koreanisch leicht gemacht für Anfänger. Es hat am Anfang auch ein bisschen Hangul mit drin, wie ihr seht. Und dann natürlich auch nach Hangul hinten so ein bisschen Anfängersachen. Also ist wirklich ein ganz gutes Buch, vor allem wenn man selbstständig lernen möchte. Für Hangul empfehle ich euch natürlich aber meinen Online-Kurs. Ich glaube, der ist ein bisschen genauer erklärt als das Buch hier. Die jetzt schon ein bisschen weiter sind, ich würde so sagen Level 2, Level 3 nach Topic. Die können sich dann auch Koreanisch leicht gemacht Mittelstufe kaufen. Das ist auch sehr gut. Das Gute ist ja, dass ja auch Hanja vorkommt, die koreanischen Zeichen. Also nicht die Zeichen selbst, sondern sino-koreanische Begriffe, die man dann kombinieren kann, wie hier zum Beispiel. Und natürlich auch Grammatik und Übungen und auch Dialoge und auch immer Lese- und Hörtexte. Also ein ganz gutes Buch, kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ganz wichtig für alle Anfänger, und zwar die koreanische Grammatik in Gebrauchreihe. Die haben halt so die Standardgrammatiken erklärt mit den ganzen Extra-Regeln und auch immer mit Übungen. Also das Buch empfehle ich auch. Und dann gibt es auch die Mittelstufe und auch die Oberstufe. Die Oberstufe braucht man wirklich nur, wenn man hier arbeiten oder vielleicht auch studieren möchte. Ansonsten reicht es, wenn ihr es bis zur Mittelstufe lernt. Das sind alles Koreanisch-Lehrbücher. Wie ihr seht, gibt es sehr viele. Jede Uni hat halt auch ihre eigene Variante. Hier sehen wir dann noch so ein bisschen die Yonsei-Bücher und auch die Kodade-Reihe, Sogang-de. Und das sind die ich in meinem Unterricht benutze. Die sind jetzt schon ein bisschen älter. Es gibt jetzt schon eine neue Variante, aber die habe ich mir jetzt noch nicht gekauft. Und übrigens alle, die Topic 2 schreiben, das Buch ist das Buch, das ihr braucht. Das ist wirklich sehr, sehr gut, um euch vorzubereiten. Ohne dieses Buch schafft ihr das, glaube ich, nicht. Und auch für die mündliche Prüfung, die ist ja jetzt auch neu, ist auch die Reihe von Cool Topic. Wenn ihr euch nur aufs Schreiben konzentrieren möchtet, empfehle ich Cracking the Topic oder hier, Quick Topic. Das ist auch sehr, sehr gut für Topic allgemein, aber es ist vor allem fürs Schreiben sehr, sehr gut. Die auch ein bisschen lesen möchten, es gibt auch Graded Readers, wie ihr seht. Level A1, A2, B2, B1, C1. Das B2 habe ich auch schon gelesen. So, da ich euch jetzt so ein paar Bücher gezeigt habe, will ich euch jetzt auch ein bisschen den Gwanghwamun Square oder den Gwanghwamun Platz, der direkt vor dem Gyeongbokgung ist. Das ist auch die Figur von Lee Seung-shin und Sejong-daewang. Ich will euch natürlich gleich so ein bisschen mehr dazu erzählen. Da, vielleicht seht ihr das schon, General Lee Seung-shin, der berühmteste General Koreas. Schauen, seht ihr ihn da oben. Und da unten ist auch direkt das berühmte Schildkrötenschiff. Er hat also die Invasion der Japaner standhalten können. Und das alles dank dem General Lee Seung-shin. Und dabei seht ihr auch schon vielleicht die goldene Figur da hinten. Das ist der große König Sejong. Sejong-daewang. Sejong ist sein Name und Tae heißt groß, Wang ist König. Das ist also der berühmteste König, den Korea je hatte. Das war der 4. König der Joseon-Dynastie. Und er hat auch das Hangul erfunden und auch ganz viele andere
besondere Sachen. Aber am berühmtesten ist er ja wohl dafür, dass er Hangul erfunden hat. Zu guter Letzt suchen wir jetzt noch nach einem Starbucks, um was zu trinken. Danke, dass ihr nochmal zugeschaut habt. Das war es also auch für diesen Vlog. Ich werde demnächst wieder etwas Interessantes hochladen und mich auch so ein bisschen informieren, was ich noch aufnehmen konnte. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao, bye bye.